Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir über zum aktuellen Zeitpunkt bekannte Informationen zu Elex 2 sprechen. Dazu habe ich ein paar Details aus diversen Mitteilungen anderer Medien mit meinen Eindrücken vom Trailer kombiniert. Als Hauptquellen sind die in der Beschreibung verlinkten Beiträge sowie das Video von GameStar zu nennen. Ich habe das Video nachfolgend in 4 Kategorien eingeteilt. Von bewährtem im Überblick, zu neuen Features über die Story sowie das Setting bis hin zum aktuellen Stand und dem Release ist alles vorhanden. Beginnen wir mit der ersten Kategorie, bewährtes im Überblick. In Elex 2 könnt ihr mit einer vergleichbaren Open World, ähnlichen Kämpfen sowie einer gewohnten Erzählweise rechnen. Es wird wieder ein Begleitersystem geben, sodass ihr eure Abenteuer in der Spielwelt nicht allein bestreiten müsst. Außer ihr wollt genau das. Aber Warnung, nicht empfohlen. Als Spielweise stehen euch gewohnt Fern-, Nah- und Magiekampfweisen oder eine Kombi der einzelnen zur Verfügung. Auch in Elex 1 konnte man zum Beispiel bei den Berserkern eine Kombi aus Nahkampf gepaart mit Magie oder Bogen als Fernkampf ausüben. Es lag an euch, euren Spielstil zu finden und diesen wahlweise fraktionsbedingt auszubauen, und das wird uns so erhalten bleiben. Die Gebäude und Orte in der Spielwelt sind ebenfalls wieder teilweise mit Geschichten und Handlungssträngen versehen. Das Jetpack zur vertikalen Erkundung trägt wiederum zur maximalen Bewegungsfreiheit in der Welt bei. Es wird ein grundlegend gleiches Skill- und Rollensystem geben mit einigen Anpassungen oder Verbesserungen. Weiterhin bleiben uns die guten Monster-Designs erhalten. Anbei seht ihr nun ein paar Bilder verschiedener Kreaturen. Generell wird Elex 2 sich die Stärken von Elex 1 bewahren und euch unschöne Dinge kontinuierlich verbessert in einem neuen Gewand präsentieren. In der zweiten Kategorie wollen wir uns den neuen und abgeänderten Features zuwenden. Die Nutzung vom Jetpack wurde nun um einen Modus erweitert, in welchem man fliegen kann. Wie lange man durch die Spielwelt fliegen kann und wie das genau aussieht, weiß man noch nicht. Allerdings gibt es neue Kämpfe in der Luft, die sich gegen ebenfalls flugfähige Gegner richten. Da die Steuerung mit dem Jetpack in Elex 1 noch nicht ganz so ausgereift war, wurde diese weiter optimiert. Elex 2 bietet auch eine Vielzahl an Dialogen und Handlungssträngen, welche wahrscheinlich sogar als neuer Rekord in einem Piranha Bytes Spiel zu verzeichnen sind. Es wird mehr als 3 Fraktionen geben. Meiner Meinung nach könnten sogar wieder Nebenfraktionen vergleichbar zu Gothic 2 vorhanden sein. In Elex 1 gab es ebenfalls eine Diebesgilde. Weitere Nebenfraktionen waren so gesehen die Alps und die Separatisten. Vielleicht wird es in Elex 2 einen Ausbau von Nebenfraktionen geben, welchem man sich bewusst anschließen kann, vergleichbar zum Beispiel mit den Piraten oder dem Ring des Wassers in Gothic 2. Im Nachfolger wird es mehr Entscheidungen und Konsequenzen geben, welche gesteigerte Auswirkungen auf die Spielwelt und Charaktere zur Folge haben können. Diesbezüglich wurde der Kältewert durch neue Werte wie Schöpfung und Zerstörung ersetzt. Hierbei lässt sich gut ein Vergleich zum Göttersystem von Gothic erkennen. Piranha Bytes scheint altbewährtes in Elex 2 einfließen zu lassen. Dieses neue Moralsystem soll nun nochmal stärker mit den einzelnen Fraktionen verzahnt sein.
Elex 1 besaß einen sehr großen Mond und die Nächte waren hell. Elex 2 wird nun dunkler als sein Vorgänger sein. Eine verbesserte Grafik lassen Elex 2 schon jetzt in der frühen Phase zum schönsten Piranha Bytes Spiel werden. Dazu anbei ein paar passende aktuelle Bilder. Die einzelnen Orte und Bauwerke werden ausgebaute Geschichten besitzen. Weiterhin wird darauf geachtet, dass Kniffe in Dialogen zum Beispiel Auswirkungen haben oder man einen Fortschritt erreicht, welcher zielführend für einen ist. Es wird in Elex 2 eine neue Fraktion Morcon genannt geben. Diese wirkt auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Klerikern und Outlaws. Sie treten in dunklen Kluften auf, passend zur düsteren Höhlenfestung. Diese dunklen Gestalten waren bereits im Trailer in der aktuell eingeblendeten Szene zu sehen. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Im letzten Video hatte ich den Anführer im Hintergrund für einen vermeintlichen Kleriker gehalten. Als Paradebeispiel zum geänderten Moralsystem treten sie auf der Seite der Zerstörung auf. Der Spielanfang von Elex 1 konnte als sehr berserkerfreundlich abgetan werden. Spieler, welche nicht zuerst nach Goliath gingen, fanden sich relativ aufgeschmissen in der Open World wieder. Dieses Malheur soll damit eliminiert werden, dass man mit allen Fraktionen zu Spielbeginn vertraut gemacht wird. Eine dichtere Spielwelt und mehr Auswahl an Questpfaden sollen weiterhin dazu beitragen und diesen Effekt verstärken. Die Schwierigkeitsgrade werden überarbeitet und auf unterschiedliche Spielerfahrungen angepasst. Ein abgeändertes Interface, bei welchem man aktuell noch keine Impressionen erhalten hat, soll ebenfalls vorhanden sein und das recht schnöde Listeninterface aus Elex 1 ersetzen. Zu den holprigen, hakeligen Kämpfen gibt es anzumerken, dass Piranha Bytes mit Hochdruck daran arbeitet, die Steuerung zu optimieren. Ebenfalls unter der Haube wird an der KI sowie deren Komboverhalten und generell deren vorhandener Finesse getüftelt. Als drittes geht es nun um die Story und das generelle Setting. Elex 2 spielt geschichtlich ein paar Jahre nach seinem Vorgänger. Die Bedrohung, welche in Elex 1 am Ende angekündigt wurde, tritt nun auf den Plan. Wie im Trailer sowie auf veröffentlichten Bildern schon zu sehen ist, wird es uns als Spieler, wie zu erwarten war, in ein postapokalyptisches Szenario, gepaart mit einem Sci-Fi- und Fantasy-Mix verschlagen. Man spielt wieder in der Rolle von Jax, wie es ebenfalls im Trailer ersichtlich ist. Der Protagonist wird in seinen Werten wieder zurückgesetzt und man beginnt wie gewohnt von Neuem, damit sich zu bewähren und nach oben zu kämpfen. Jax hat derweil einen Sohn namens Dax. Nun kann man sich fragen, ob dieser von Kaya oder von Nesty stammt. Es wird teilweise alte und aber auch neue Regionen geben. Die alten Regionen ermöglichen uns eine Rückkehr in bekanntes Gebiet und das wirft Erinnerungen an Gothic 2 auf, als Beispiel mit dem Aufbruch ins Minental, welches ebenfalls schon Spielern von Gothic 1 bekannt war. Die alte Spielwelt weist massive Änderungen aufgrund unterschiedlicher Einflüsse auf, welche wohl über die vergangenen Jahre im Spiel selbst gerechtfertigt werden können. Allein schon die Auswirkungen der Weltenherzen der Berserker wird wohl einige Teile der Spielwelt mit noch mehr Grün versehen. Die Konverter der Alps wurden in Elex 1 ja durch unsere Hand deaktiviert. Somit könnte sich auch die Landschaft von Xakor verändert haben, falls wir diese wieder zu Gesicht bekommen. Die Spielzeit
Von Elex 2 wird zwischen 50 bis 70 Stunden, im Schnitt aber bei 60 Stunden liegen. Als letztes möchte ich über den aktuellen Fortschritt der Spieleentwicklung sowie Release-Aussichten sprechen. Eine zweifellos spannende Ausgangslage bleibt, ob die im Trailer gezeigten Szenen in Elex 2 genauso oder ähnlich stattfinden oder ob der Kampf gegen die Bedrohung erst in Elex 3 stattfindet. Aktuell ist das Spiel noch in einer frühen Version. Allerdings ist es im Vergleich zum ersten Lichtblick von Elex 1 deutlich vorzeigbarer. Somit könnte man annehmen, dass Elex 1 damals im Alpha-Stadium präsentiert wurde und Elex 2 sich nun aktuell im Beta-Stadium befindet. Der Release wird wahrscheinlich im Sommer 2022 sein, wenn alles nach Plan verläuft und die restlichen Arbeiten sowie der Feinschliff gleichbleibende Fortschritte erfahren. Das Spiel wird für PC, PS4, Xbox One und die neuen Konsolen PS5, Xbox Series S bzw. X erscheinen. Für weitere Eindrücke könnt ihr gerne Videos von anderen YouTubern oder die verlinkten Materialien ansehen. Weiterhin möchte ich nochmal auf meinen Xardas Favorite RPGs Kanal hinweisen, auf welchem ausschließlich Piranha Bytes spezifische Inhalte erscheinen. Somit ist dieser Kanal für Fans der perfekte Ort zum Abonnieren und Verweilen. Seid bereit für weitere Videos in Zukunft zum Thema Elex 2 sowie speziell ebenfalls andere Inhalte wie zum Beispiel Risen 1 und Risen 2, welche zukünftig als Let's Play erscheinen. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle recht herzlich von euch. Euer Xardas.